Bande Rupa Sanatana Raghunatana Sri Jiva Gopal. Hare Krishna, schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier zum spirituellen ABC. Und heute wollen wir uns mal anschauen, was bedeutet Tilak oder was ist ein Tilak. Und ihr seht es hier vielleicht bei mir im Gesicht. Ich habe hier eine Gesichtsbemalung und das ist ein Tilak. Zeigt allen anderen Menschen, weil ich selber kann das ja nicht sehen, aber ich trage das auf jeden Morgen mit einem gewissen Mantra und bespreche sozusagen diese Stelle des Körpers. Und hier am Kopf ist es Om Keshavaya Namaha und ich spreche dann sozusagen die Namen Krishnas. Und dann gibt es noch andere Stellen am Körper, wo man diese Tilaks aufträgt. Und das wird in den Veden so beschrieben, dass ein Tilak ist wie ein Schutzschild. So. Und andersrum, weil ich selber kann es nicht sehen, habe es aber aufgetragen, andere Menschen können es aber sehen. Und sie sehen dieses Symbol in meinem Gesicht. Und ja, hier in der westlichen Welt, die Menschen mögen es nicht verstehen. Warum hat er was da im Gesicht? Ist das ein Tattoo? Was will er uns damit sagen? So, die Menschen verstehen es nicht. Aber wer versteht das? Nicht der Mensch, aber die spirituelle Seele in diesem Menschen oder in dieser Person. Nämlich die Seele versteht, oh, da ist ein Devotee von Vishnu. So. Und so wird beschrieben, dass dieses Symbol auf der Stirn ist wie der Fußabdruck von Lord Vishnu oder von Krishna. Und darunter haben wir so ein blattförmiges Symbol auf der Nase. Also das Tulasi-Blatt soll immer auf den Lotusfüßen des Herrn weilen. Und deswegen diese beiden zusammen. Und ja, und dieses Symbol kommt ursprünglich von Krishna selbst. Krishna selbst hat nämlich auch dieses Tilak auf seiner Stirn. So. Und damit andere Menschen das sehen und damit sie spirituellen Fortschritt machen, sollten wir es tragen. Auch hier in der westlichen Welt. Jetzt gehen wir mal nach Indien. Weil hier mag es uns befremdlich vorkommen, aber wenn wir nach Indien gehen oder nach Asien, sehen wir verschiedene spirituelle Menschen und verschiedene Gesichtsbemalungen haben, wie zum Beispiel ja ein Tilak in dieser Form oder in einer anderen Form oder man sieht 3 Striche in eine Richtung oder man sieht einfach nur einen Punkt oder man sieht ein ganz großes gemaltes Tilak. So. Und anhand dieser Gesichtsbemalung sieht man als Außenstehender, okay, er gehört zu dieser Schülernachfolge. Er verehrt diese Gottheit. Er verehrt zum Beispiel Krishna oder Vishnu oder er verehrt Shiva. So. Oder er ist ein Anhänger, ein Shakti-Anhänger. Er verehrt Durga oder Kali oder verschiedene andere. Und so können wir das sehen, dass es eigentlich ein Erkennungsmerkmal ist für, okay, welchen spirituellen Weg oder welchen Glauben hat diese Person. Und er zeigt es nach außen. Und andersrum ist das Tilak auch ein Zeichen für den Körper, dass, wenn man das aufträgt, meditiert man darüber, dass Krishna ist im Herzen oder Gott ist im Herzen. Und der Körper auch ist ein Tempel. Und der Tempel oder die Tempel in Indien haben immer eine gewisse Symbolik oben auf dem Turmspitze oder auf der Tempelspitze oder auf dem Dach. Okay, das ist ein Krishna-Tempel, das ist ein Vishnu-Tempel, das ist ein Shiva-Tempel. Und genauso ist das Tilak auch ein Symbol auf unserem Körper, um zu sagen, okay, mein Körper ist ein Tempel von Krishna und ich pflege ihn, ich halte ihn sauber und ich gucke, dass keine schlechten Sachen oder ich keinen Müll da reinpacke, weil ich möchte ihn ja sauber halten, ich möchte ihn ja pflegen, ich möchte ihn erhalten. Und so tragen wir als Devotees, speziell morgens, tragen wir Tilak auf, um über den Herrn zu meditieren und um anderen auch die Möglichkeit zu geben, das zu sehen und sich zu fragen, oh, was bedeutet denn das? Und die stellen vielleicht eine Frage. Oder wenn sie gar keine Frage haben, es einfach nur sehen, es wirkt innerlich in ihnen. Und das können wir sehen bei den Devotees weltweit, dass sie Tilak tragen. Auf der Straße oder auf jeden Fall im Tempel. So, weil im Tempel tragen das eigentlich alle Devotees. Wenn Devotees in den Tempel kommen von der Arbeit, dann trägt man ein Tilak für den höchsten Herrn, für Krishna. Weil Krishna freut sich, wenn wir seine Kultur, die er gebracht hat, auch aneignen und nutzen für uns, dass wir Tilak tragen, dass wir spirituelle Kleidung tragen und dass wir uns eigentlich schön machen für ihn. Und dass wir dann den Tempelraum betreten und sagen, ah, Krishna, hier bin ich, dein kleiner, unbedeutender Diener. Aber Krishna ist egal, wie klein und unbedeutend wir sind, er freut sich über jeden Gast, den er sieht, der jetzt vor ihn tritt.
Und wir, Prabhupada hat das schöne Beispiel gegeben, wir sollten nicht in diese Haltung vor den Altar gehen und sagen, Krishna, ich will dich sehen, sondern andersrum, wir sollten diese Gemütsstimmung haben von, ich kleide mich so, ich versuche so zu leben, dass Krishna mich sehen will. Und deswegen möchte ich mich kleiden wie ein Devoti. Prabhupada hat auch diese Aussage gemacht, dass seine ersten westlichen Schüler, als er sah, dass sie alle Tilak trugen und Dhotis anhatten, oder die Frauen dann hatten Saris an und Tilak, und er hat gesagt, ihr seht aus wie Menschen von Vaikuntha, also wie Personen aus der spirituellen Welt, von Vaikuntha, von den göttlichen Planeten, nämlich von diesem aus der spirituellen Welt, auf dem Planeten, wo es keine Geburt, Alter, Krankheit, Tod gibt und keine Angst. Und das lernen wir, nämlich dieses Tilak und diese Kleidung und alles das, was wir noch so machen, es hilft uns, dieses Bewusstsein zu erreichen und es auch zu halten. Und das bedeutet sozusagen dieses Tilak. Und ja, aus was ist das Tilak? Das Tilak ist aus heiliger Erde oder heiligen Lehm vom heiligen Ort Vrindavan oder von einem heiligen Fluss. Und ja, und das nimmt man ein bisschen Wasser auf die Hand, hat dann so einen Tonstein und rührt sich das sozusagen an, macht sich eine gewisse Paste auf seine Hand. Und wenn man diese Paste hat, dann nimmt man seinen Ringfinger und dann macht man dieses Tilak mit seinem Finger. Macht man alles mit dem Finger, und dann gibt es noch andere Stellen am Körper, wo man das aufträgt, keine negativen Einflüsse in uns eindringen können. Und es hilft uns. Deswegen machen die Devotis weltweit Tilak und tragen es auch mit Stolz. Und ja, und so hat man auch immer was zu erklären, weil viele Leute, gerade in der westlichen Welt, fragen sich, ja, was hast du denn am Gesicht? Was bedeutet das? Und da hat man eigentlich immer einen guten Einstieg, um was zu erzählen. Wenn die Leute sich natürlich auch trauen, danach zu fragen. Aber ich habe selber schon die Erfahrung gemacht, dass viele Leute, ja, haben damit auch kein Problem, sagen, was bedeutet denn das? Warum trägst du denn das? Und dann kann man ein bisschen was erzählen über Krishna und die Leute auf jeden Fall etwas Spirituelles mitgeben oder sie direkt einladen in den Tempel. Ja, das ist ein Tilak. Und wenn du das noch nie ausprobiert hast, probier es aus. Das kann jeder machen. Und gerade wenn man in den Tempel geht, sollte man das mal machen. Und viele Devotis, so wie ich, wir machen das jeden Tag. Es gehört zum Tagesablauf dazu, Tilak zu tragen. Und dann, ja, ist das wieder ein weiteres Hilfsmittel auf dem Weg des Bhakti-Yogas. Und Krishna ist sehr erfreut, wenn wir das machen. Und ja, das ist ein Tilak. Wenn ihr sonst noch Fragen habt darüber, schreibt das gerne in die Kommentare oder schreibt mich persönlich an. Und dann werde ich versuchen, das auch noch zu beantworten. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag, ein Krishna-Bewusstsein. Hare Krishna. So, ein paar Tropfen Wasser und dann an den Tilakstein und rührt sich eine Paste an. Nicht zu dick, nicht zu dünn. So sieht gut aus. Jetzt nehmt ihr den Ringfinger hier. So, dann kann ich mit dem kleinen Finger das schön machen. Jetzt können Sie den Finger nochmal nass machen. Und dann die Form schön. So, jetzt seht ihr, es ist fast getrocknet und jetzt sieht es richtig super aus. Hare Krishna.